Veränderung bedeutet ja immer irgendwie, ich will weg von irgendwas und hin zu irgendwas. Weg von Zustand A, der für mich irgendwie unbefriedigend ist, hin zu Zustand B, der dann hoffentlich logischerweise besser ist. So, das ist aber ein Stück weit anstrengend. Ich habe es ja schon ein bisschen gezeigt, ne? Von hier unten nach da oben. Das kostet Energie, um eben die Veränderung letztlich zu bewältigen. Und genau da kommt der State ins Spiel. Weil als State bezeichne ich das Befinden, sage ich mal, von entweder einem selbst oder einer ganzen Abteilung. Und State bedeutet, ja, wie fühle ich mich? Fühle ich mich energetisch? Fühle ich mich handlungsfähig? Fühle ich mich eben bereit, diesen Energieaufwand sozusagen aufzubringen? Jetzt ist es allerdings oft so, ich habe es ja schon beschrieben, dieser Zustand hier ist eher erstmal energetisch schlecht. Der zieht mir irgendwie Energie. Das heißt, der State am Anfang von einer Veränderung ist oft nicht da, wo wir ihn haben wollen, sondern ein bisschen schlechter. Und genau deswegen ist es für mich ganz entscheidend, am Anfang von einer Veränderung sich erstmal um diesen State zu kümmern, damit ich mich oder die Abteilung oder das ganze Unternehmen bereit fühlen für die Energie, für den Aufwand, für die Veränderung. Und genau deswegen spielt State für mich so eine große Rolle.